Herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld und der Oktober findet langsam sein Ende. Wir haben sehr viel geschafft in diesem Monat und ganz kurz noch nebenbei, das Gewinnspiel zu den 10.000 Abos läuft immer noch bis inklusive dem Sonntag. Nur so als Info, schaut mal rein in das entsprechende Video und schaut, ob ihr irgendwie rausfindet, wie ihr gewinnen könnt. Auf jeden Fall haben schon sehr, sehr viele teilgenommen. Und heute machen wir noch ein Update hier in diesem Monat, sag ich mal. Das letzte oder vorletzte, schauen wir mal. Auf jeden Fall möchte ich heute sehr viele kleine Dinge angehen, die einfach sich so ein bisschen angehäuft haben, beziehungsweise einfach mal ein bisschen was gemacht werden muss. Ihr werdet im Laufe dieses Videos sehen, was ich so meine. Das sind ein paar kleine Baustellen. Und die ganze im Sinne von Kleinvieh macht auch Mist. Hier einfach ein bisschen mal gemacht werden müssen. Einfach auch kein eigenes Update in der Form rechtfertigen. Einfach mal ein bisschen was hier und da, damit es einfach mal ein bisschen vorangeht in kleinen Baustellen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gerne dabei und schaut, was heute alles so passiert. Dann starten wir gleich mit den ersten beiden Dingen, die ich jetzt schon mal angepasst habe. Zwei Kleinigkeiten. Zum einen, ihr seht jetzt hier, die Straßenschilder sind jetzt deutlich dünner, die Pfosten. Ich hatte ja vorher diese relativ dicken Pfosten aus den Round Bricks. Ich habe jetzt eine vermutlich beste Möglichkeit gefunden, wie es geht. Hier oben, die Befestigung ist immer noch nicht das Allerhübscheste, aber ich habe ewig überlegt, ewig gesucht. Ich habe nichts Besseres gefunden bisher. Aber allein, dass jetzt die Pfosten an sich dünner sind, sieht schon mal deutlich besser aus. Ich habe es gleich mal überall ausgetauscht, also auch zum Beispiel hier bei diesem Parkplatz, als auch hier bei den Straßenschildern und hier hinten. Und hier seht ihr auch gleich schon die zweite Neuerung, denn dieser LKW hier war sehr, sehr spärlich beladen. Der ist jetzt beladen mit einmal einer Plates, ich glaube, das ist Medium Nougat oder sowas. Davon gab es mal ganz, ganz viele in der Picker Brick Wall in, ja, ich glaube, Nürnberg war ich da, habe ich mitgenommen gehabt. Die haben jetzt, das ist jetzt ein Bruchteil von dem, was ich mitgenommen hatte. Und das sieht doch eigentlich ganz nett aus hier drin, finde ich. Sieht gleich viel besser aus. Kann jetzt irgendwie Erde sein, kann jetzt irgendwas Holziges sein, irgendwas. Auf jeden Fall sieht das damit schon mal deutlich besser aus. Und bringt jetzt nochmal einen anderen Farbton rein, der hier in der Brickworld in der Form eigentlich sehr, sehr selten zu sehen ist. Und ja, das sind die ersten beiden Änderungen. Kleine Sachen, wie gesagt, aber ich glaube, in der Gesamtheit bringen die einiges hier noch an Details und ja, Vollkommenheit. Der nächste Community-Wunsch ist sozusagen eingezogen. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, ich blende jetzt immer so die Kommentare ein. Einen zumindest, den ich jetzt nochmal gefunden habe, wo es um das Thema ging. Und heute geht es auch um den Punkt, dass sich jemand irgendwann mal gedacht hat, wir könnten doch andere Fahrzeuge haben, zum Beispiel ein Quad. Und wir haben jetzt hier dieses Quad. Ich gehe ein bisschen näher ran, dann seht ihr es besser. Das ist übrigens aus irgendeinem Jurassic World Magazin grundsätzlich. Ich habe es ein bisschen umgebaut, ein bisschen angepasst. Es ist beleuchtet. Hinten nur ein bisschen halb, zum einen um zu zeigen, dass nur ein Teil der Rückleuchte leuchtet und zum anderen auch, weil ich nicht noch mehr Kabel in dieses winzige Ding bekommen habe, weil ich zeige es euch mal, wie das von unten aussieht. Es ist ein Graus, aber es ist immer noch modular wie die anderen Fahrzeuge und man sieht es von da vorne nicht, dieses absolute Kabelchaos, aber das war der nächste Schritt für dieses Video und ich denke, wir haben noch ein bisschen was zu tun für heute. So, ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde und einen Kommentar, den ich noch gefunden habe zu dem Thema, blende ich auch wieder ein, war die Frage, warum das hier vorne eigentlich fertig ist. Und die gute Frage war, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich hatte eigentlich noch irgendwas vor. Ich hatte noch irgendwie Probleme mit den Höhenunterschieden, hat sich aber inzwischen ergeben. Hier vorne, dahinter ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt habe ich hier auch einen Zaun eingebaut zur Abgrenzung, damit man eben nicht hier runterfällt. Die letzten Lücken hier an der Brücke geschlossen. Seht ihr auch hier hinten. Ich habe hier noch eine Figur hinzugesetzt, weil hier war noch eine Noppe frei. Habe ich jetzt die Dame mit dem Eis da hingesetzt, mit dem schicken Kleid. Und da haben wir noch eine Figur mehr, aber vielleicht kommen noch ein paar mehr hinzu heute. Deshalb blende ich noch nicht die neue Gesamtzahl ein. Ansonsten habe ich auch, weil ich schon mal hier war, hier weitergebaut mit der Verkleidung des Holzelementes. Hier seht ihr, ist ein ganzes Stück nach vorne gewandert. Ihr seht auch, dass das jetzt hier eine sehr eckige Aussparung hat. Das ist nämlich genau der Punkt, an dem das Modul hier von letzter Folge mit Dr. Strange und Gargantos reinkommt. Das heißt, bis da hoch wird es gehen. Gutes Stichwort übrigens, ich habe eine neue Lieferung mit Steinen bekommen. Ihr seht, hier sind sehr viele braune Steine, die wir auch brauchen werden, um hier weiterzubauen bei dem Tunnel, aber auch einiges an Slopes eben für den weiteren Bau von hier dieser Höhle mit Gargantos. Und was ich auch bekommen habe, ist das Sandwich GWP. Daraus machen wir wieder was anderes. Die Frage ist, könnt ihr euch jetzt mal in den Kommentaren schreiben, machen wir daraus einen Laden hier unten im Untergrund der U-Bahn oder einen weiteren Standort oben auf dem Marktplatz. Dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was eine bessere Option wäre, um das hier als Basis zu nehmen. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt hier noch ein bisschen weiter.
kommen wir zum letzten Punkt für dieses heutige Community Ideen, Special etc. kleine Dinge lösen. Und zwar geht es um den Kanal hier, den kennt ihr aus einem der Updates. Ich hatte außenrum relativ viel mit Dark Bluish Grey noch gearbeitet und es ein bisschen mehr ausfransen lassen. Da kam auch die Frage, ob das nicht ein bisschen komisch ist, ob man jetzt hier den Kanal hier in den Felsen geschlagen hat, dass es nicht besser gewesen wäre, ihn in den Erdreich einzubauen. Finde ich jetzt auch besser, wenn es jetzt hier so ein bisschen eine klare Kante hat mit dem gemauerten und hier mehr Erdreich außenrum ist. Sieht meiner Meinung nach besser aus, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten seht ihr auch, dass ich den ganzen Streifen hier rüber komplett verkleidet habe mit dem Erdreich. Da habe ich jetzt nichts Besonderes eingebaut, aber wir haben hier den Kanal, wir haben hier die Höhle mit Gargantos, da müssen wir jetzt hier nicht auch noch irgendwelche großartigen Spielereien einbauen. Wir sehen den Übergang, dass hier relativ viel Fels ist, hier nach unten auch wieder sehr viel Fels und hier ein bisschen mehr Erdreich. Finde ich eigentlich so ganz nett und auch wenn man weiter weggeht, wenn es so ein bisschen miteinander verschwimmt, sieht man, dass es jetzt wirklich so einen großen Unterschied macht. Es verbindet jetzt die Ober- und Unterwelt ganz gut, verdeckt das Holz, frisst Unmengen an Steine, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall auch eben für diese Querschnittsidee. Damit können wir dann in einer nächsten Episode wahrscheinlich hier unten die Höhle mit Gargantos fertig machen. Und ein anderer Punkt, das wurde auch öfters angesprochen, der Durchgang hier, ob der nicht ein bisschen klein ist. Da kam eine Idee auf, oder ich nehme an, es ist eher eine Idee, die ich jetzt ein bisschen daraus gemacht habe, ist, dass wir vielleicht hier den Gang nochmal nach hinten schieben und hier nochmal einen Raum reinbauen, so einen Technikraum oder dergleichen, der zu dem U-Bahn-Geblende gehört. Und von dort wird dann der Tunnel gegraben. Dazu könnt ihr mir gerne auch die Idee schreiben, ob das eine gute Idee ist und was ihr davon denkt. Dann könnt ihr noch ein bisschen nach hinten gehen mit etwas größerem Öffnung und dann dahinter den Tunnel, der dann nicht mehr so lang sein muss, dass man eben da hinten zum Gebäude der Bank kommt, wo dann auch der Tresor sein wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ansonsten würde ich sagen, das war's heute hier mit einigen kleinen Dingen, einigen euren Ideen. Wie gesagt, eure Ideen, wie hier das Quad zum Beispiel, werden immer wieder aufgenommen und auch kleine Sachen fertiggestellt werden müssen. Heute nicht das riesen Update, würde ich sagen, aber es sind trotzdem sehr, sehr viele Steine reingeflossen. Es sind Dinge, die einfach gemacht werden müssen und die kleinen Dinge machen ja auch das Große irgendwie fett. Dann vielen Dank. Wir nähern uns tatsächlich den 11.000. Krasse Geschichte. Macht beim Gewinnspiel mit und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brookwood. Ich sage nur noch Tschüss.